Hi, wir sind Kati und Michael. Und das hier ist der Pacific Crest Trail, den wir dieses Jahr gewandert sind. Na gut, das stimmt nicht ganz. Wir sind nur dieses ganz kleine Stückchen in der Wüste gewandert mit gerade mal 200 Kilometer Länge. Das ist also kein richtiges Video zu einem Thru-Hike auf dem PCT. Aber wenn euch interessiert, was man dort in 2 Wochen erleben kann, dann bleibt dran. Als wir heute Morgen die Augen öffneten, konnten wir ihnen kaum trauen. Der Bereich vor unserem Tarp sah aus, als wäre er mit Puderzucker bestreut worden über Nacht. Als wir uns schließlich aus dem Schlafsack schälten und begannen, unsere Sachen zu packen, schien es kurz so, als würde der Schnee schon wieder verschwinden. Als wir dann losgingen, fing es aber erst richtig an zu schneien. Dabei waren wir gerade mal auf 1800 Meter Höhe. Gar nicht so viel höher als die ganzen anderen Tage zuvor. Ehrlich gesagt hätte der Schnee auch gerne bleiben können, aber ab einer bestimmten Höhe ging er in Regen über. Deutlich unangenehmer. Besonders auch, weil meine selbstgenähte Gürteltasche leider nicht so wasserdicht war, wie ich eigentlich gehofft hatte. Doch irgendwie war das schon ein magischer Moment. Vor uns die weite Wüste, hinter uns die verschneiten Berge und wir mittendrin im Regen. Und jedes Mal, wenn die Sonne durchbrach, dampfte das Wasser förmlich von uns und wir wurden mit einem Regenbogen über der Wüste belohnt. Sowas sieht man wirklich nicht alle Tage. Unsere heutige Etappe haben wir für uns in Rekordzeit hinter uns gebracht. Zum einen, weil es viel bergab ging, zum anderen, weil Katis Knie inzwischen ordentlich schmerzte. Trotzdem erreichten wir Hikertown, ein kleines, charmantes Paradies für Wanderer mitten im Nirgendwo. Gegen eine kleine Spende kann man dort zelten, duschen, Wäsche waschen oder sogar ein eigenes Zimmer nehmen. Und alles wirkt, als stamme es direkt aus einem alten Westernfilm. Und so schön es auch war, unsere Entscheidung stand jedoch schon fest. Wir nutzten die nächstbeste Gelegenheit, um nach Lancaster zu fahren. Dort wollten wir Kniebandagen besorgen und uns einen wohlverdienten Ruhetag gönnen. Jetzt möchte ich euch mal durch unser Hotelzimmer führen, wo wir unseren Ruhetag verbringen. Da haben wir alles vollgemüllt. Hier sieht es auch nicht viel besser aus. Da hängt das Tarp zum Trocknen. Das ist Katis Müllecke. Das ist auch Katis Müllecke. Das sind gesammelte Werke. Das saubere hier ist mein gerade gemachtes Bett. Das sind Dinge, die wir vielleicht zu viel haben. Das Essen für die nächsten Tage. Und das ist meine Müllecke. Natürlich haben wir noch jede Menge mehr erlebt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, weil ich komme mit dem Bearbeiten einfach nicht hinterher. Ich kann euch aber beruhigen, ihr müsst euch jetzt nicht langweilen. Ich habe noch ganz viele andere Videos auf meinem Kanal. Zum Beispiel, wie ich mit Kati den Camino Primitivo gewandert bin oder mit meinen Eltern die Tour du Mont Blanc.